In meinem heutigen Video geht es um Software-Updates von ESX, heißt die VE-Serie der DSP-Endstufen von ESX hat ein Software-Update bekommen in einer Beta-Version. Was es daran Neues gibt, zeige ich euch heute. Ich bin Thomas, ich mache seit 2004 HiFi in meiner Freizeit, habe da schon einige DSP getuned, einige DSPs abgedatet und Probleme damit gehabt, nicht Probleme damit gehabt, das wieder hingekriegt und so weiter und so fort. Ja, und es war sehr, sehr freudig, dass mein Crawler Anfang Januar gesagt hat, hey, es gibt etwas Neues auf der ESX-Webseite und zwar gibt es eine neue Version von der Software für meine VE-Endstufe. Ich habe ja hier meine 1300 VE 1300.11 SP-Endstufe. Das ist eine DSP-Endstufe mit 11 aktiven Kanälen und einem passiven Kanal für einen Subwoofer. Endstufe habe ich schon mal präsentiert, verlinke ich in der Videobeschreibung. Immer noch eine Endstufe, die super viele Kanäle hat, super viel Leistung hat, extrem gut Hardware und wirklich sehr, sehr audiophil klingt. Also muss man halt einfach so sagen, eine sehr, 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 sehr coole Stufe. Bei der Software, ja, da haben wir jetzt ein Update bekommen. Und was kann dieses Update, wo kriege ich dieses Update überhaupt her? Und damit fangen wir direkt mal erstmal an. Also wo kriege ich das Update her? Wir gehen einfach auf dem Rechner auf die esxaudio.de Seite, esxaudio.de, scrollen ganz runter, klicken einmal auf Downloads. Dort können wir dann auf DSP-Software klicken und auf DSP-Downloads, können dort auf die VE-Serie klicken, dort dann auf die PC-Software mit der Beta-Version und da lädt sich dann auch schon die ZIP-Datei runter. Die ZIP-Datei können wir entpacken und dann haben wir tatsächlich die neue Version schon da. Die neue Version ist halt einfach nur genauso wie die alte Version eine Exe-Datei. Das heißt, wir haben keine Software, die wir installieren müssen, wir haben keine Bundles, die wir haben oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur eine Exe-Datei, die wir starten können. Egal wo, ohne irgendwelche Rechte. Braucht einfach quasi nichts. Ist auch super klein, also wirklich mit 11 Megabyte, glaube ich, aktuell. Eine super schlanke, kleine App, die halt darauf funktioniert. Bevor ich hier weitermache, will ich einmal kurz nochmal einsteigen. Es ist eine Beta und diese Beta hat Funktionalitäten, die dann halt auch in diesem DSP hinzugefügt werden, die jetzt gerade, wo ich das Video hier aufnehme, noch nicht in der App funktionieren. Die App soll in den nächsten Tagen released werden, deswegen bald wird es dann halt auch alles, was wir hier auf dem PC, auf dem Windows-PC machen können, auch mit dem Handy gehen, aktuell aber nicht. Man kann sich zwar mit dem Handy verbinden und man kann noch Sachen machen, aber wenn man halt dann die entsprechenden Bänder, die wir uns gleich angucken, irgendwo, weiß ich nicht, was passiert. Deswegen lasst erstmal die DSP-Handy-App aus und benutzt nur das Ding auf Windows. Ja, und jetzt geht es auch schon erstmal an die Sicherheitshinweise. Ja, grundsätzlich ist es nämlich natürlich so, wenn wir irgendwie ein DSP updaten wollen. Das heißt, wir machen ein Firmware-Update. Das ist halt so wie früher ein BIOS-Update am Rechner. Dann sollten wir darauf achten, wir brauchen genug Strom. Der Rechner braucht genug Strom. Das heißt halt, der Akku im Laptop sollte voll sein, der Akku vom Auto sollte voll sein. Möglicherweise könnte man ein Netzteil anschließen an beides. Ja, also nur so als Tipp. Man kann auch Sachen an Strom klemmen. Das ist nicht das Problem. Dann sind wir uns da zumindest sicher, dass wir nicht irgendwo abfallen und irgendwie keine Spannung mehr haben und uns dadurch tatsächlich die Software auf dem Gerät zerschießen. Weil das wäre doof. Wenn der Gerät halt dann nicht mehr hochfährt, kommt es nicht mehr in den Update-Modus und dann habt ihr irgendwie andere Probleme, muss das Ding zum Service schicken. Deswegen guckt einfach dabei dazu, dass die Dinger Laptop und Auto genug Saft haben. Und wenn es dann soweit ist, dann können wir halt auch schon direkt starten. Also ich bin erstmal in die alte Software reingegangen, habe da dann meine beiden Presets, das heißt standardmäßig war ich bei Preset 2, habe erstmal Preset 2 gespeichert, bin danach in Preset 1 gegangen und habe da auch das Preset 1 nochmal gespeichert als Datei auf meinem Rechner. Einfach nur, um sicher zu sein, okay, ich habe die Sachen jetzt da. Weil wenn die neue Software gestartet wird, das könnte man noch alles mit der neuen Software machen, aber sicher ist sicher, wenn die Softwarestände irgendwie nicht so passen oder sonst irgendwas, also mit der alten Software erstmal das Backup gemacht. Also erstmal alles backuppen, was wir haben. Jeden Preset einmal separat in der Datei speichern, dann sind wir an der Stelle schon mal safe. Wenn wir uns dann auch noch in den About-Reiter klicken, sehen wir, wie unsere aktuellen Versionen sind. Das heißt Bluetooth-Version,
Dann sehen wir, dass ich die 1300.11 dran habe und die Firmware-Version aktuell auf der 1.1.2 ist. Das heißt, das ist das Aktuelle, was mit der alten, nicht Beta-Version halt war. Dann starte ich einfach die Beta. Das heißt, die Version, die halt da war, die starte ich einfach. Und ja, die startet sich auch und verbindet sich direkt mit dem DSP. Das heißt, das klappt soweit wirklich ganz problemlos. Einfach starten und dann ist die Software, die Beta entsprechend, ist die auf und auch schon direkt verbunden. Die synchronisiert sich auch und die lädt auch die Presets, weil die Presets sind ja ganz normal noch auf dem DSP. Das heißt, das ist noch alles gut. Dann kann ich einmal auf About klicken und ich sehe, oh, da ist quasi ein Zeichen und zwar kann ich die 1.1.2 updaten. Da ist auf einmal jetzt so ein Pfeil nach oben. Ich werde darauf hingewiesen, dass es 2 neue Sachen gibt. Es gibt eine DLC-Funktion, die hinzugefügt wurde, die wir uns gleich angucken und es wurden ein paar Bugs repaired. Außerdem werde ich natürlich darauf hingewiesen, dass meine Settings halt gelöscht werden. Heißt an der Stelle spätestens hier nochmal auf Abbrechen drücken und ein Backup machen. Ansonsten sind die Settings einfach weg. Das Gute ist, die Settings, die wir uns jetzt speichern, können wir problemlos in der Version, wenn wir dann das Update gezogen haben, wieder draufladen. Das heißt, wir müssen halt jetzt nicht irgendwie was machen. Bevor ihr jetzt auf Update drückt, noch eine wichtige Info. Wenn sich das System gleich updatet und dann die Werkseinstellung zurückstellt, dann ist es so, dass wir in den Werkseinstellungen ja schon einen Routing drin haben. Das heißt, wenn ihr, je nachdem wie ihr in den DSP reingeht, und ihr jetzt halt gerade Radio angehabt habt, also ihr habt irgendwie kam Musik raus, irgendwo kam Musik raus oder es kam halt auch keine Musik raus, weil ihr irgendwie auf Preset 2 geschaltet habt, wo ihr nur optisch reingeht, aber trotzdem noch irgendwie High-Level reingeht oder sonst irgendwas. Macht alle Quellen, also ich empfehle immer alle Quellen vom DSP zu entfernen, das heißt wirklich keine Quellen mehr am DSP zu haben. Ansonsten, wenn man weiß, was man tut, weiß ich nicht, einfach alle Quellen wirklich runterdrehen auf 0, das heißt, dass wir keinen Input haben. Weil, wenn das Teil gleich neu gestartet ist nach einem Firmware-Update, dann sind da keine Weichen drin und das heißt, es laufen halt einfach alle Sachen, die irgendwie reinkommen, möglicherweise auf eure Hochtöne, auf eure Mitteltöne, auf alles Mögliche. Und dann auch bei einer Lautstärke, die dann halt Factory-Settings sind, ich glaube 30 oder so. Das ist möglicherweise auch nicht so leise. Deswegen vorher Quellen runter, dann können wir weitermachen. Dann müssen wir nochmal Yes eingeben in das Eingabefeld und wir müssen nochmal 10 Sekunden warten, bevor wir auf Confirm drücken können. Einmal Confirm drücken und dann geht der ganze Spaß los. Das Relais klickt in der Endstufe, alles schon und gut und es geht los mit dem Update-Prozess. Das heißt, es wird halt die neue Firmware auf das Gerät geschrieben und in der Zeit wäre es auch sehr unpraktisch, irgendwie das USB-Kabel zu ziehen oder sonst irgendwie irgendwas kaputt zu machen. Ja, also lasst das Teil einfach laufen, dann gibt es eigentlich keine Probleme. Es dauert ein bisschen und dann sind wir gleich durch. Nachdem das Update durch ist, wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ja, und dann sind wir schon verbunden. Wie wir sehen, sind die Presets danach leer. Das heißt, wir haben aktuell nichts im System und wir fangen einfach an, unsere Presets zu laden. Ich lade erstmal das erste Preset, gebe das Passwort ein und das Preset wird ganz normal auf den DSP wieder übertragen. Das heißt, vom Rechner wird es jetzt wieder auf den DSP gezogen und jetzt können wir das auch alles ganz normal speichern als erstes Preset, damit wir das halt schon mal drin haben. Wir gucken uns das auch mal an und ja, wir haben jetzt halt wirklich alle Sachen wieder drin. Wir gehen aufs zweite Preset, ich kopiere quasi das erste auf das zweite und lade dann das zweite darüber. Das heißt auch hier einmal laden und hier lade ich quasi mein zweites Preset wieder auf den DSP. Und speichere das in das Preset 2. So, und jetzt habe ich wirklich wieder die Presets, die ich hatte, sind wieder da, wo sie waren. Das ist halt schon mal ein guter Zustand. Das heißt, die Presets sind da, wo sie waren und ich kann alles so benutzen. In den About sehe ich auch, dass die Firmware-Version die 1.2 ist. Aber was hat sich denn jetzt wirklich geändert? Das heißt, ich habe jetzt ein Firmware-Update gemacht. Okay, da habe ich irgendwas von Bugfixes und DLC gelesen. Es gibt aber vielleicht auch noch mehr, was sich geändert hat. Das erste, worauf ich eingehen will, bevor ich auf dieses ominöse DLC gehe, ist halt der Meetup-Bereich. Wenn wir jetzt auf Meta gehen, dann sehen wir, dass wir überall, das heißt in allen Output-Channels und neuerdings jetzt auch in den Input-Channels statt +6 bis zu
12 dB hochgehen können. Das heißt, wir können die Eingänge viel mehr aufdrehen. Wir können viel mehr Eingangslautstärke in den DSP reinlassen. Das ist quasi so, als ob wir jetzt den Gain aufdrehen würden. Wofür braucht man plus 12 in der Eingangslautstärke? Also das hat ja gar keinen Sinn. Und da habt ihr vollkommen recht. Das hat keinen Sinn, wenn alle richtig arbeiten würden. Das heißt, wenn wir ganz normal unseren optisches Eingang haben, unser Bluetooth-Signal-Eingang haben und wenn wir da quasi mit unserem Handy einen 0 dB Ton spielen, dann hätten wir 0 dB. Das funktioniert auch, wenn man die richtigen Eingänge hat. Das heißt, wenn man halt einfach einen Eingang hat, der da halt voll aussteuert, ist das gar kein Problem. Und wenn man auch ein Radio hat, was einen vernünftigen Pre-Out hat oder was ein vernünftiges High-Level hat, was man dann halt in das System spielt, auch dann ist es absolut gar kein Problem. Aber es gibt leider auch Fälle, wo es ein bisschen schwierig wird. Heißt, wenn man jetzt so ein, keine Ahnung, vielleicht ein anderes, älteres Android-Handy nimmt oder sonst irgendwie was, wenn man halt wirklich per Bluetooth rausgeht, gar nicht 0 dB rausgibt, sondern halt immer noch so ein bisschen Puffer überlässt für was auch immer, für internes EQ oder irgendwie sowas. Wenn man ein Radio hat, ein Joying-Radio hat, was dann halt, wenn man voll aufgedreht hat, nicht 0 dB rausgibt, sondern weniger, dann können wir dieses Offset quasi nochmal drehen, indem wir im Eingang dem quasi bis zu 12 dB plus geben. Klar, damit können wir das Ding massiv überfahren. Das heißt, wenn wir einen Eingang haben, also wenn wir optisch da reingehen und das Ding halt schon super auf 0 gepegelt ist, das heißt, dass die orangenen Balken alle leuchten und der rote noch nicht, beziehungsweise das rote gerade flackert, dann sind wir am absoluten Limit. Wenn wir jetzt plus 12 dB geben, dann hört sich das alles an wie Grütze, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dafür sind halt ist diese Level-Ansicht hier da. Das heißt, wir können wirklich sehen, wie viel kommt rein und können dann uns das quasi langsam rantasten, damit wir wirklich ans Maximum kommen, was in den DSP reingeht. Anderes Problem, was ich auch schon gehört habe, waren einfach Head-Units, wo einfach kein Signal, wo unter 1 Volt rauskam, wo wirklich Mini-Spannung rauskam. Und auch da kann man jetzt quasi mit plus 12 dB sich das Ding ordentlich nach oben boosten, damit man im Eingang auf jeden Fall schon mal Daten hat, mit denen dann der DSP rechnen kann. Weil je weniger Daten der DSP natürlich zur Verfügung hat, desto schwieriger ist es für ihn irgendwie qualitativ hochwertig irgendwas zu verrechnen. Als Beispiel habe ich mir jetzt einmal in den Digitaleinstellungen anstatt optischen Eingang einfach mal auf Bluetooth gestellt, habe mein Handy verbunden und dann einfach mal mit dem Funktionsgenerator 1 Kilohertz Sinus mit 0 dB ausgespielt, um zu gucken, was jetzt der Meter tatsächlich so sagt. Und ja, probieren wir es mal aus. Man sieht, dass das Handy tatsächlich wirklich genau 0 dB ausgibt. Sobald ich 0,5 dazugebe, bin ich schon im roten Bereich. Ja, das heißt für mich, okay, das passt jetzt auf jeden Fall erstmal von der Übertragung her. Aber das ist nicht immer so, deswegen mit dem iPhone direkt in die DSP-Endstufe kein Problem. Andere Quellen, ja, da kann man es halt jetzt ein bisschen boosten. Das ist jetzt die erste große Änderung, wobei die war nicht so groß. Die große Änderung kommt tatsächlich jetzt. Die große Änderung, damit kann man wirklich schöne Sachen machen. Man kann seine Anlage noch mehr an seine eigenen Bedürfnisse anpassen und noch mehr an sein Setup, an sein Auto, an die Gegebenheiten anpassen. Ja, und was das ist, da kommen wir jetzt drauf. Das ist nämlich DLC. DLC steht für Dynamic Loudness Control und ist etwas, was ESX sich hat schützen lassen. Das heißt, das wird wahrscheinlich nicht in andere DSPs so in der Art, wie wir es hier sehen, überführt werden können. Beziehungsweise es gibt natürlich auch schon etwas, was in die Richtung geht, in anderen DSPs. Ja? Aber so wie es jetzt hier ist, werden wir es wahrscheinlich nur bei ESX sehen. Also gucken wir uns das an. Wenn wir einmal auf I/O klicken oben und dann in den Input-EQ gehen, dann werden wir etwas Neues sehen. Und zwar haben wir dann auf der rechten Seite DLC stehen mit einem Schalter. Und ja, wenn wir diesen Schalter jetzt erstmal aktivieren, dann sehen wir, dass sich halt in der gesamten Ansicht etwas ändert. Und zwar haben wir jetzt so eine DLC-Reihe und diese DLC-Reihe können wir irgendwie aktivieren. Wenn wir die DLC-Reihe aktiviert haben, dann kann man die Bänder nicht mehr nutzen. Das kann man pro Eingang, beziehungsweise das muss man pro Eingang machen. Deswegen mache ich das eigentlich ganz gerne so, dass ich jetzt schon
voraktiv mir einen EQ-Link setze, beide Eingänge, mit denen ich gerade spielen will, markiere und dann den DLC aktiviere und die Bänder markiere, die ich halt irgendwie haben will. Man kann maximal Band 1 bis 5 nehmen. Ich habe jetzt mal exemplarisch 3 genommen. Grundsätzlich ist es aber so, dass halt, ja, man kann halt diese Bänder nicht frei wählen. Das heißt, das sind wirklich nur die ersten 5. Wenn ihr jetzt in den ersten 5 Bändern schon irgendwie etwas drinstehen habt, dann müsst ihr das halt rüberziehen in die noch übrigen Bänder. Tipp von mir wäre an der Stelle, die ersten 5 Bänder im Eingangs-EQ ab sofort leer zu lassen. Das heißt, schiebt alles, was ihr irgendwie haben wollt, nach hinten. Ihr habt 31 Bänder zur Verfügung. Es sollte hoffentlich reichen. Und benutzt diese 5 Bänder erstmal nicht. Wenn ihr da schon was drinstehen habt, schiebt es auch nach hinten, weil wenn ihr nachher, wir werden es gleich nochmal sehen, weitergeht, dann könnt ihr die Bänder auch nochmal aktiv dem DLC zuweisen. Dann seht ihr aber nicht, ob ihr da jetzt halt etwas wegnehmt an Input-EQ oder nicht. Also gehen wir als nächstes auf Settings und da sehen wir halt quasi diese Ansicht, die wir gerade, ja, wo es jetzt halt mit weitergeht. Wir sehen anhand der Statusindikatoren unten, dass wir Kanal 1, 2 und 3 anhaben. 4 und 5 sind aktuell aus. Wenn wir jetzt 4 und 5 aktivieren und wieder zurückgehen, dann sehen wir, dass wir die Bänder quasi jetzt auch dem Eingangs-EQ geklaut haben. Deswegen einfach auf die ersten 5 erstmal verzichten. Selbst wenn ihr dann im Nachhinein die dann aktivieren wollt, ist es halt einfach praktisch, die halt leer zu haben. Ansonsten müsst ihr die im Nachgang rüberschieben. Deswegen zukünftig für so einen Workflow, okay, wie kriege ich jetzt mein EQ, mein Eingangs-EQ ordentlich, die ersten 5 erstmal leer lassen. Okay, gehen wir erstmal wieder zurück in die Settings. Dort, was sehen wir hier in Wirklichkeit? Wir sehen 5 EQ-Bänder. 5 EQ-Bänder, die wir einstellen können. Beim Typ haben wir parametrischen Equalizer, High Shelf und Low Shelf, die Frequenz, den Q-Faktor und die einzelnen Werte, die Lautstärke abhängig sind. Das heißt, je nachdem, wie laut der Lautstärkeregler unten eingestellt ist, wir sehen es quasi auch an der Farbhinterlegung, dementsprechend wird dann halt der Gain in Anwendung gebracht, den wir da eingestellt haben. Wir können bei dem Gain von minus 12 bis plus 12 dB gehen. Das heißt, wir haben eine Range von 24 dB, die wir einstellen können. Und wir machen jetzt mal exemplarisch ein High-Shelf-Filter bei 200. Ich meine natürlich einen Low-Shelf-Filter bei 200. Und der ist jetzt bei 20 auf 2, bei 25 auf 3, bei 30 auf 4, bei 35 auf 5, bei 40 auf 5, bei 45 auf 6, bei 50 auf 7, bei 55 auf 8 und bei 60 auf ganzen 10. Wenn wir jetzt an den Lautstärkeregler rumdrehen, dann sehen wir genau, was passiert bei welchen Lautstärkeänderungen. Das heißt, wenn wir quasi die Lautstärke ändern, dann ändert dieser EQ seinen Gain-Faktor und das macht er halt auf allen Filtern, die wir haben. Das heißt, als nächstes können wir einen Low-Shell-Filter setzen auf irgendwie 7000 Hertz. Und können da jetzt halt auch rumspielen. Das heißt, wir können halt mit minus 2, dann lassen wir es erstmal so und bei 35 machen wir das auf 4, 40 auf 4, 45 auf 6, 50 auf 6, 55 auf 10 und 60 auf 10. Und auch dann sehen wir quasi, dass sich das Teil abhängig von der Lautstärke dann entsprechend im Hochton niederschlägt und den Hochton erstmal ein bisschen absenkt und dann halt auch ja, bei Vollausschlag ordentlich nach oben packt. Neben diesem High Shelf und Low Shelf haben wir natürlich auch parametrische Equalizer. Das heißt, wir können sagen, wenn uns jetzt irgendwie bei 4300 Hertz irgendwie der Hochtöner irgendwie nervig wird oder sonst irgendwas, können wir sagen, okay, ab 35 lassen wir den quasi abfallen. Minus 1, minus 2, minus 3. Das heißt, der wird immer so ein bisschen, je lauter wir machen, desto mehr nehmen wir an der Stelle raus, um halt einfach die Aggressivität ein bisschen aus dem Hochtöner zu nehmen. Wir sehen, wir haben ein relativ hohes Q und ja, da wird halt, wenn wir jetzt lauter machen, senken wir da an der Stelle den kleinen Frequenzbereich halt ein bisschen ab, um halt die Aggressivität rauszunehmen. Was wir auch machen können, ist halt, ich sag mal, so einen kleinen Subwoofer-Schutz. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt halt ihr habt total das geile Setup. Ihr seid auf Lautstärke 35 und der Tiefpass ist genauso, wie ihr den haben wollt. Alles andere läuft wirklich schön. Und
Ihr merkt aber, wenn ihr weiter aufdreht, dass irgendwann anfängt der Subwoofer gegen die Wand zu schlagen. Heißt quasi sein X-Max erreicht und halt einfach nicht mehr das wiedergeben kann. Das heißt, ihr könnt gar nicht voll aufdrehen, weil das halt hardwaretechnisch einfach, keine Ahnung, vielleicht habt ihr zu viel in den Subwoofer reingepumpt und bei 35 hört sich's echt geil an. Aber wenn man jetzt halt lauter macht, dann wird sich's auch geil anhören, wenn der Subwoofer es noch mitmachen würde. Tut er aber nicht. Heißt, wenn er jetzt einer aufdreht, Subwoofer kaputt, will keiner haben. An der Stelle kann man natürlich auch jetzt mit dieser Lautstärkeabhängigkeit so eine Art Subwoofer-Schutz reinbasteln. Ja, wir können zum Beispiel, könnten wir wieder mit einem Low-Shelf arbeiten oder aber wir sagen halt einfach bei 30 Hertz mit einem Equalizer, dass wenn wir halt laut sind, wir das halt ein bisschen runterfahren wollen. Das heißt, wir sehen da jetzt halt eine relativ breit, relativ eng. Das heißt, wir wollen da den Q-Faktor ein bisschen breiter machen, damit wir mehr Bereich da quasi abdeckeln. Und jetzt sehen wir, wie es aussieht. Das heißt, wenn es laut wird, dann wird automatisch hinten der Tiefbassbereich einfach abgesenkt, was uns an der Stelle dann halt den Subwoofer rettet, was eigentlich ganz cool ist. Das heißt, wir können aufdrehen, wir haben immer noch Kick und was weiß ich was Spaß macht, ist alles noch da. Ja, und das Subwoofer wird halt so ein bisschen entlastet an der Stelle von dem, was wir dem wahrscheinlich hintenrum einfach reingeprügelt haben ohne Ende, kriegt er da jetzt wieder ein bisschen weniger. Also auch noch irgendwie so ein Hardware-Retter, würde ich mal sagen, wenn man es richtig einbaut. Diese Eingangs-EQs können wir jetzt tatsächlich pro Eingangskanal nehmen. Das heißt, es wäre auch möglich, links und rechts einen getrennten DLC zu setzen. Das heißt, wir können zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, der linke Tieftöner, den haben wir so irgendwie gepusht unten rum, dass er halt wirklich irgendwie anfängt zu schlagen. Der rechte kann aber ganz normal weitermachen. Das heißt, auch da könnten wir halt gezielt nur den linken Tieftöner rausnehmen und den rechten halt ganz lassen. Wenn wir noch ein anderes Setup fahren, wenn wir tatsächlich mehrere Eingangskanäle haben, also ich fahre jetzt optisch oder per Bluetooth rein, das heißt, ich habe nur links oder rechts, wenn wir aber halt per Cinch oder per High-Level reingehen und tatsächlich irgendwie den Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner als separate Kanäle haben, die wir dann wieder zusammenfügen und was weiß ich allem drum und dran. Dann könnten wir natürlich explizit sogar auf einem Lautsprecher sagen, okay, was soll er denn tun? Das heißt, es wäre von der Theorie her möglich, wenn wir sowas wie einen Kick und einen Subwoofer in den DSP einfüttern, dass man da dann auch sagen würde, okay, man könnte dem Subwoofer ein bisschen mehr Kickbass geben und den Kickbass ein bisschen entlasten. Das heißt, das würde dann halt auch gehen. Kommt drauf an, wie ihr die EQs geschaltet habt. So, aber jetzt kommen wir zu dem Teil, wie stelle ich den Lautstärke ein? Also wie stelle ich die Lautstärke an diesem DSP ein? Weil ich kann natürlich die Handy-App verbinden und dann halt immer an der Handy-App drehen. Das ist ein bisschen doof. Und genau deswegen gibt es ja die Fernbedienung. Fernbedienung habe ich bei mir eingebaut, deswegen ist die hier nicht mehr drin. Aber die Fernbedienung hier von ESX an DSP, ja, da habe ich jetzt nichts Negatives auszurichten. Man hat halt Umschaltmodi zwischen Preset Bass und also Subwoofer Level und Main Level. Und ja, das war es eigentlich schon und mehr braucht man jetzt nicht. Wenn man jetzt einfach daran lauter dreht, dann wird automatisch die EQ-Gains werden so geschaltet, wie man es halt hat. Das heißt, wenn wir einfach lauter drehen, dann haben wir jetzt einen dynamischen Lautstärke-EQ auf 5 Bändern, der halt in den Lautstärke-Einstellungen, die wir da gesehen haben, halt einfach unterschiedlich wirkt und uns dadurch zum Beispiel, wenn wir halt ganz leise hören, wir jetzt halt einen richtig schönen mächtigen Bass haben können, weil normalerweise war es halt so, bei mir, ich habe halt die Anlage so auf Lautstärke 35 eingestellt, da hört sich alles gut an. Wenn ich halt ganz, ganz leise hatte und gefahren bin, dann hatte ich halt wenig Bass, weil der Subwoofer braucht halt ein bisschen Energie, bis er dann halt wirklich in Wallung kommt. Und wenn ich dann halt voll aufgedreht habe, haben halt angefangen Sachen zu kratzen und irgendwie schon anzuschlagen, was halt auch nicht cool ist. Und deswegen habe ich jetzt die Möglichkeit halt dynamisch, das heißt, wenn es leise ist, kann ich ein bisschen Tiefbass mit reinpumpen und wenn es halt laut ist, kann ich ein bisschen Tiefbass rausnehmen, damit halt irgendwie nichts kaputt geht. Also eine Funktion, die neu ist, eine Funktion, die man halt bei anderen Herstellern
noch nicht so ausgeprägt gesehen hat. Das heißt, es gibt halt Hersteller, die halt irgendwie anbieten, mal oben oder unten ein bisschen was hoch und runter zu schieben. Aber so genau mit 5 EQ-Bändern, die man einfach frei belegen kann, wie man will, wo man halt machen kann, was man will, pro Eingangs-EQ. Das gibt es halt bisher noch nirgendwo. Ist cool, benötigt aber tatsächlich die Lautstärkeeinstellung im DSP. Heißt, da reicht es nicht, wenn ihr die Quelle lauter und leiser macht. Normalerweise, wenn ich jetzt halt mein Joying angeschlossen habe, dann halt bei Langradfernbedienung leiser mache, dann wird halt die Quelle leiser. Wenn die Quelle leiser wird, kriegt der DSP nicht mit. Das heißt, das bringt mir dann nicht. Das heißt, es ist wirklich schon die Lautstärkeregelung am DSP selber. Muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Oder vielleicht schaffe ich ja tatsächlich noch irgendwie eine Lösung, wie ich aus dem CAN-Bus-Signal von meiner Lenkradfernbedienung irgendwie ein Signal in den DSP reinkriege. Ui, das wird bestimmt ein lustiges Projekt. Was wünscht ihr euch mit dem nächsten Software-Update für eine ESX-Software? Habt ihr irgendwas, was euch wirklich unter den Nägeln brennt, wo ihr sagt, boah, wenn das noch drin wäre, dann wäre das halt wirklich die Software meiner Wahl? Oder sagt ihr, ihr seid total zufrieden? Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ansonsten bin ich mir sicher, dass es diese Woche noch mindestens ein weiteres Software-Update gibt. Dementsprechend bleibt dran, lasst ein Abo da. Ich freue mich. Bis demnächst. Euer Thomas.